Kuba, das ist das Land der Oldtimer, des guten Rums, des Salsas, Sons und der besten Zigarren der Welt. Es ist einer der wenigen Länder mit sozialistischem System und ein beliebtes Reiseziel. Aber was weißt du über Kuba? In diesem Video erfährst du 11 interessante Fakten über das Land. In Kuba gibt es zwei Währungen, der Peso Cubano und der Peso Convertible. Einfach erklärt könnte man sagen, dass die Pesos Cubanos die Währung der Kubaner und die Pesos Convertibles die teurere Währung der Touristen ist. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Kubaner bekommen ihren Lohn immer in Pesos Cubanos ausgezahlt. Dafür bekommen sie Grundnahrungsmittel, können in einigen Bars für Einheimische essen und trinken und Verkehrsmittel nutzen. Aber einige Dinge, beispielsweise importierte Waren oder bestimmte Dienstleistungen, können nur in Pesos Convertibles bezahlt werden. Bis vor kurzem war es sogar so, dass du als Tourist nie mit den Pesos Cubanos in Berührung kommen musstest, denn du konntest fast überall mit Pesos Convertibles zahlen. Seit dem 01.01.2021 hat sich das aber geändert, denn Kuba will den Peso Convertible abschaffen und hat mit der Vereinheitlichung der Währung begonnen. Dieser Vorgang soll etwa 6 Monate dauern, bis die Pesos Cubanos als einzige Währung gelten. Kuba ist das Land der Warteschlangen. Wenn du etwas brauchst, bring Zeit und Geduld mit. Egal ob du Geld wechseln willst, eine Internetkarte brauchst, Verkehrsmittel nutzen willst, du wirst wahrscheinlich in einer Schlange anstehen müssen. Dass dieses Anstehen zur kubanischen Kultur und für Kubaner zum alltäglichen Leben gehört, wirst du daran merken, dass ständig die Worte El Último fallen. Das heißt übersetzt der Letzte. Und damit will der gerade ankommende Kubaner wissen, wo die Schlange aufhört, damit er weiß, wo er sich anstellen soll. Apropos Warteschlange. Auch wenn du in den Genuss von Internet kommen willst, musst du dich meistens anstellen. Mal eben im Internet zu surfen, den Freunden eine Nachricht auf WhatsApp schreiben, gratis WLAN in Hotels, das ist keine Selbstverständlichkeit in Kuba. Denn hier ist das Internet langsam, teuer und nicht überall zugänglich. Du musst zunächst eine Internetkarte kaufen, die du im Hotel oder einem Telepunto findest. Wenn du dann im Besitz einer Internetkarte bist, musst du einen WLAN-Hotspot finden, den es entweder im Hotel oder auf öffentlichen Plätzen gibt. Mittlerweile wird jedoch stark daran gearbeitet, den Zugang ins Internet auszubauen. Während es Kubanern bis vor kurzem noch verboten war, einen DSL-Anschluss zu Hause zu besitzen, wird dies nun ermöglicht. Außerdem gibt es mobiles Internet und eine spezielle SIM-Karte für Touristen. So langsam tut sich also etwas in Sachen Internet. Bis die Internetkarten aber komplett der Geschichte angehören, wird es vermutlich noch etwas dauern. Stell dir vor, du gehst in den nächsten kubanischen Supermarkt, weil du großen Durst und Hunger hast. Du hast schon genau im Kopf, was du kaufen willst. Dann gehst du in den Laden und stellst fest, die Regale sind leer. Und ausgerechnet die Dinge, die du kaufen wolltest, gibt es nicht. So etwas kann dir tatsächlich passieren. In Kuba herrscht ein Mangel an Lebensmitteln und das merkt man. Woran es allerdings nie zu mangeln scheint, ist Alkohol. Rum ist immer zu haben und wenn du dann noch das Glück hast, Cola zu finden, dann ist immerhin ein Cuba Libre drin. Ein kubanischer Staatsbürger geht kostenlos zur Schule, wobei auch seine Uniformen und Schulbücher vom Staat bezahlt werden. Wird er krank oder ist er verletzt, muss er ebenfalls nicht für den Arzt oder das Krankenhaus zahlen. Angeblich sollen sogar Schönheitsoperationen für Kubaner umsonst sein. Eine nicht so schöne Seite Kubas sind die Jineteros. Dabei handelt es sich um Männer oder Frauen, die dich anquatschen und irgendein Anliegen haben. Entweder wollen sie dir etwas verkaufen, wie angeblich günstige Zigarren, sie wollen etwas von dir haben, zum Beispiel Kugelschreiber oder Seife, oder sie kennen da so einen richtig guten Laden, in dem du Rabatt kriegst, wenn du mitkommst. Am Ende wirst du allerdings ordentlich draufzahlen, denn der Jinetero verdient an dir. Also halte die Augen auf. Oft findest du Jineteros an typischen Plätzen mit vielen Touristen und sie können auch recht nervig sein. Mit einem vehementen No oder Déjame en paz sollten sie dich in Ruhe lassen. Kuba ist ein armes Land. Das wird vor allem deutlich, wenn man sich den Durchschnittslohn der Kubaner vor Augen hält. 40 Pesos Convertibles. Das sind umgerechnet ca. 33 Euro. Vor 2019 war der Durchschnittslohn sogar nur halb so hoch. Zwar ist das Leben günstiger und kein Kubaner muss hungern, aber viel leisten kann man sich mit so einem Gehalt nicht. Viele Kubaner sind deshalb auf die Libreta angewiesen, über die sie hauptsächlich subventionierte Lebensmittel bekommen.
Interessanterweise sind nicht etwa wie bei uns Ärzte die Reichsten, sondern Personen, die im Tourismus arbeiten. Sie kriegen neben ihrem Gehalt nämlich noch Trinkgeld und haben somit letztlich mehr. So ist es nicht verwunderlich, dass viele davon träumen, im Tourismus zu arbeiten. Als Fidel Castro an der Macht war, war es den Kubanern ohne bestimmten Grund verboten, das Land zu verlassen. Durch Raúl Castro ist es kubanischen Staatsbürgern nun theoretisch wieder erlaubt, die Praxis erweist sich aber als schwierig. Denn wenn ein Kubaner verreisen will, braucht er für fast jedes Land erst ein Visum und natürlich auch viel Geld, was kaum einer hat. Zudem müssen sie eine hohe Kaution zahlen, die sicherstellen soll, dass sie auch wieder ins Land zurückkommen. Das meiste ist auf Kuba verstaatlicht. Aber eines der Dinge, die auch privat betrieben werden dürfen, sind private Restaurants, die sogenannten Paladares. Privat heißt, du isst bei einer kubanischen Familie zu Hause. Die Familie kocht also in ihrer eigenen Küche. Das Essen ist meist viel besser als in staatlichen Restaurants, weil sich die Familie viel Mühe gibt, damit du zufrieden bist. In Paladares wird typisch kubanisches Essen serviert und es werden viele verschiedene Speisen aufgetischt. Du kannst zum Beispiel Moros y Cristianos probieren, ein Gericht mit Bohnen und Reis, oder Tostones, frittierte Kochbananen. In einem Land mit tropischen Temperaturen und meist schönem Wetter ist es nicht verwunderlich, dass die Menschen am liebsten draußen sind. Denn dort spielt sich das Leben ab. Oft sind die Türen der Häuser geöffnet und Leute sitzen auf der Veranda und beobachten das Geschehen. Auf den öffentlichen Plätzen sitzen viele mit Handys auf der Parkbank, um im Internet zu surfen. Man trifft sich mit Freunden zum Salsa-Tanzen oder Domino spielen. Kubaner lieben es, Domino zu spielen. Egal wann und wo, ob jung oder alt, für Domino ist immer Zeit. Wenn du noch tiefer in die kubanische Kultur eintauchen willst, dann kannst du sogar bei Kubanern zu Hause übernachten. Bei den Casas Particulares bieten Einwohner ein Zimmer in ihrem Zuhause an. Meistens hast du ein eigenes Badezimmer und auf Wunsch bereiten dir die Gastgeber auch typisch kubanisches Essen zu. Das waren die 11 Fakten über Kuba. Das Land befindet sich stark im Wandel. Vor wenigen Jahren waren Internetkarten die einzige Möglichkeit, um sich ins WLAN einzuwählen. Im Laufe von 2021 wird es nur noch eine Währung geben. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung das Land sich entwickelt. Eins ist jedoch sicher: Kuba ist ein einzigartiges und interessantes Land, das du auf jeden Fall einmal sehen solltest.